Ihren Händen verlieren harte Bleche ihre Sturheit. Wenn du die Kniffe kennst, dann kannst du ja alles mit dem Material anfangen. Ne? Du kannst es an jede Ecke anpassen und jede Rundung und kannst eigentlich machen damit, was du möchtest. An fast jedem Gebäude ist die Arbeit des Spenglers zu finden und wird doch selten beachtet. Dabei sorgt er dafür, dass ein Haus gut mit Regen klarkommt, das Wasser seinen Weg findet, kontrolliert und zuverlässig. Diese historische Villa in Wiesbaden bekommt ein neues Dach. Damit benötigt sie auch eine neue Dachentwässerung. Eine Aufgabe für den Spengler. In diesem Fall sogar für zwei. Manfred Hofmann und sein Sohn Jan sind beide Spenglermeister. Da holen wir uns gerade mal die Länge. Aus flachen Blechen, Rohren und Rinnen müssen sie nun eine passgenaue Dachentwässerung fertigen. Also bei der Villa in Wiesbaden ist es so, dass wir zum einen halt ganz normale Fallrohr- und Dachrinnen haben. Und vorne auf der Straßenseite ist die Besonderheit, dass in der Innenecke in den Unterlagen so ein alter Wasserfangkasten aufgetaucht ist. Und da war der Wunsch der Denkmalpflege, dass man den halt nachbaut. Und da freut sich der Spengler natürlich dann. In dieser Hausecke soll er hängen, der Wasserfangkasten. Eine Art Trichter zwischen Dachrinne und Fallrohr. Und es soll sich ein Gliederbogen anschließen, ein besonders elegantes Fallrohr, das sich quasi an das Haus anschmiegt. Die Ecke von der Mauer. Okay. Das heißt, so haben wir schon mal den ersten Anhaltspunkt. Ja, okay. Und die Öffnung holen wir uns dann. Genau. Damit später alles passt, müssen Vater und Sohn jetzt genau sein. Okay, gut. In der Werkstatt in Singhofen legt Manfred Hofmann dann los. Die Dachrinnen selbst machen ihm nur wenig Arbeit. Er nutzt vorgefertigte Rinnen. Alles andere würde sich heutzutage nicht mehr lohnen. Für die Villa plant er eine kleine Besonderheit: gerundete Endstücke. Die muss er an die Zinkrinnen anlöten. Weil der Schmelzpunkt hier eher gering ist, nennt sich das Weichlöten. Ja, die Stange ist unser Lötzinn, also unser Weichlot sozusagen. Das ist ein Gemisch aus Zinn und Walzblei. Und dadurch, dass wir den Kolben jetzt über die ganze Naht halten, zieht sich das Lötzinn dann auch durch den ganzen Spalt. Und dadurch erreichen wir dann, dass die Naht komplett durchgelötet ist und auch eine entsprechende Festigkeit quasi hat. Sobald die Rinnen fertig sind, beginnt die eigentliche Handwerkskunst des Spenglers. Hier auf der Skizze ist nochmal der Wasserfangkasten und der Gliederbogen, den, so wie er auf der Baustelle später aussehen soll, quasi dargestellt. Das war so ein bisschen die Vorgabe von der Denkmalpflege. Beim Wasserfangkasten ist es so, den haben wir hier nochmal 1:1 aufgezeichnet. Glücklicherweise habe ich noch eine alte Schablone. Und dann ist es so, das ist quasi wie so das Schnittmuster beim Schneider. Wir nennen das bei den Spenglern Abwicklung. Das ist quasi die tatsächliche Größe des einzelnen Blechsegmentes, was wir dann brauchen. 4-mal benötigt er dieses Blechsegment für den viereckigen Wasserfangkasten. Die Abwicklung überträgt Manfred Hofmann mit einem Reißzirkel auf ein Zinkblech. Dabei gibt er noch einen Rand hinzu, auf der einen Seite 5 mm, auf der anderen doppelt so viel. Aus gutem Grund, der sich allerdings erst später offenbart. So, dann haben wir hier 2 Idealscheren. 2 deswegen, weil die eine ist eine rechte Schere und die andere ist eine linke Schere, also seitenverkehrt, um zum Beispiel in beide Richtungen einen Kreis auszuschneiden. Manfred Hofmann verwendet walzblankes Titanzink. Das ist sehr haltbar und auch sehr gut formbar. Das Blech wird nun eine Verwandlung durchlaufen. An der Abkantbank biegt der Spengler die ersten geraden Kanten in sein Blechstück.
Eine Arbeit, die nur wenig Kraft kostet. Das Zinkblech ist 0,7 mm dick. Das flache Blech wird nun Stück für Stück mit jedem Arbeitsschritt ein bisschen dreidimensionaler. Manfred Hofmann braucht daher ein gutes Vorstellungsvermögen. Die Hände, vor den scharfen Metallkanten gut geschützt, beginnt dann ein Geduldsspiel. Vorsichtig arbeitet er die Wölbungen in das Blech. Zunächst an der Rundmaschine. Die könnte auch im Museum stehen, denn genau so hat man das auch schon vor 100 Jahren gemacht. Dann geht's am Sperrhaken weiter. Nach und nach tastet er sich an die gewünschte Form heran, bis das Profil einer weiteren Schablone aus Holz entspricht. So, die Kante noch jetzt wird ein bisschen aufgebogen, die müssen wir ein bisschen nachholen. Diese Schablone hat eine weitere Funktion. Indem Manfred Hofmann es fest einspannt, fixiert sie das geformte Blech. So kann sich nichts mehr verformen, denn nun muss er die Ränder an beiden Seiten umkanten. Maschinell ist das bei den Rundungen nicht möglich. Am Klempnerbock ist daher Handarbeit gefragt und der richtige Hammerschlag. Das hier ist ein rückschlagfreier Nylonhammer. Man hört es auch so ein bisschen, es sind kleine Bleikügelchen drin. Und wenn du damit auf das Werkstück schlägst, dann bleibt der satt liegen. Wenn man das mit einem normalen Nylonhammer macht, dann federt er immer so zurück. Und deswegen ist natürlich auch das Ergebnis, wenn ich das auf dem Blech oben mache und damit diesen Rand bearbeite, ist dann auch unterschiedlich. Und hier hast du halt saubere, präzise Schläge. Da federt nichts. Und man hört das auch am Klang. Wenn da irgendwo was wackelt oder was nicht so richtig satt aufliegt, dann hört man das gleich schon am Klang, weil es dann so blechern klingt quasi. Wird das Blech beim Hämmern verdichtet, spricht man dabei von Bördeln. Wird es gedehnt, nennt der Spengler das Schweifen. Wenn ich in so einem Werkstück vertieft bin, für mich ist das eher wie meditieren, das hat mit der Arbeit nichts zu tun. Also ich gucke dann da drauf und dann schalte ich auch ab, bin dann wie in so einem Tunnel und irgendwann ist er dann fertig. Also das macht Spaß. Um die ersten 2 Blechteile des Wasserfangkastens zusammenzufügen, benötigt Manfred die helfenden Hände seines Gesellen, Paulo Reis da Silva. Langsam zeigt der Wasserfangkasten sein Gesicht. Mit Lötpunkten fixieren sie die beiden Teile. Dann geht es zurück an den Klempnerbock. Und nun erklärt sich, warum der eine Rand breiter ist als der andere. Den breiteren Rand faltet Manfred nämlich Schlag für Schlag um den kurzen Rand herum. So entsteht ein Falz, in diesem Fall ein Stehfalz, durch den die beiden Teile fest verbunden sind. Bei jedem Hammerschlag ringt er mit dem Blech immer wieder um die ideale Position. So.
Dann der Moment der Wahrheit. Beide Doppelteile werden zum Wasserfangkasten zusammengefügt. Nun zeigt sich, ob Manfred präzise genug gearbeitet hat. Ja, durch die verschiedenen Arbeitsschritte schleppen wir so nach dem Bördeln auch, oder nach dem Umlegen von den Falzen halt so ein paar Ungenauigkeiten mit. Und die gleichen wir jetzt aus, indem wir das sauber ein bisschen vermitteln, machen an jeder Seite 3 Klammern dran und dann prüfen wir das, ob der schön aufliegt auf der planen Fläche, und das tut er. Auch die letzten Kanten verfalzt er, bevor er den Wasserfangkasten an allen 4 Ecken komplett und wasserdicht durchlötet. Für den Boden des Wasserfangkastens hat er eine Scheibe mit einem Loch vorbereitet. Auch die muss er nun, richtig, anlöten. Diesmal allerdings mit dem Spitzkolben. Damit kann Manfred auch schwer zugängliche Ecken gut erreichen. Es ist wichtig, dass er hier sehr sorgfältig arbeitet, denn auf den Boden wird später besonders viel Wasser auftreffen. Für die Funktion der Dachentwässerung dagegen völlig unerheblich, dafür mehr was fürs Auge ist dieser Arbeitsschritt. Wieder nutzt Manfred eine Maschine, die Museumscharakter hat, die Wulstmaschine. Das Arsenal an ungewöhnlichen Maschinen zur Blechbearbeitung ist groß. Der gedrehte Rand greift optisch die Wulst der Dachrinne auf und führt sie am Wasserfangkasten fort. Und natürlich muss der Spengler wieder zum Lötkolben greifen. Das Lötgel trägt er auf, damit sich das Lötzinn richtig verbindet und besser in den Spalt hineinziehen kann. Wenn es beim Löten ein kleines bisschen qualmt, weiß Manfred, dass er genau die richtige Temperatur erwischt hat. Was dem Wasserfangkasten nur noch fehlt, ist ein kurzes Rohrstück, der Anschlussstutzen. Aus dieser Scheibe soll er entstehen. Dafür muss Manfred das runde Zinkblech an der Metalldrückbank Stück für Stück über die Drückform zwingen. Die Drückbank steht neben anderen Gerätschaften in einer mobilen Werkstatt, die er auch mal mit auf die Baustelle nehmen kann. Das ist schon anstrengend. Das sieht man, glaube ich, auch ein bisschen am Gesicht. Weil du mit verschiedenen Werkzeugen einfach Druck ausüben musst, und das ist 1,5 mm Material, also so ein sehr dickes Zink, damit du, wenn du den Streckvorgang hinter dir hast, halt noch eine gewisse Mindestdicke übrig hast. Mit dem Drückstahl sticht er nun den Boden ab, dann hat er seinen Anschlussstutzen. Konisch zulaufend, nach unten verjüngt, genau so, wie er ihn haben wollte. Sehr viel Arbeit für ein sehr kleines Rohrstück. Beim Wasserfangkasten an sich ist das Teil, was am meisten belastet ist. Also wenn du einen alten Wasserfangkasten dir anguckst, dann ist der entweder kaputt am Stutzen oder am Boden, wie auch immer. Boden und der ganze Kasten sind aus 0,7er Zink. Und das, was ich jetzt unten als Übergangsteil hätte nehmen können, sieht man hier, ist quasi ja, vielleicht 0,5, also ist wie eine Zeitung. Und wenn ich den selber mache, dann wähle ich die Blechdicke, in dem Fall 1,5 mm, und der hat auch hier noch wesentlich mehr wie 1 Millimeter und ist dann dementsprechend natürlich haltbarer. Und klar, wieder löten. Einen ganzen Arbeitstag hat Manfred für seinen Wasserfangkasten benötigt.
Steckt ja ein paar Stunden Arbeit quasi drin und wenn man den dann so vor sich hat und stellt sich dann schon mal vor, wie der auf dem Dach oben aussieht, dann sind wir für heute schon mal zufrieden. Doch fertig ist er mit der Arbeit noch lange nicht. Nun muss er sich um den Gliederbogen kümmern. Auch dafür hat er eine Zeichnung in Originalgröße angefertigt, an der er sich orientiert. Die einzelnen Glieder müssen an den Enden leicht schräg sein. Die genauen Maße überträgt er auf ein Rohr. Mit der Gärungssäge kann er das Rohr in genau dem Winkel absägen, den er benötigt. Bevor es weitergeht, muss er erstmal alle Teile entgraten. Mit dem Schaber hier machen wir die Schnittreste vom Sägen weg, damit, wenn wir dann in die Sickenmaschine gehen, uns die nicht im Weg sind und für Ungenauigkeiten sorgen. An der Sickenmaschine prägt er zunächst eine Rille in jedes Teil. Mit einer anderen Walze kann er dann die Glieder an der Rille entlang ein bisschen aufweiten. Nur so passen sie ineinander und können zusammen den Gliederbogen bilden. Damit der Radius exakt stimmt, hat sich Manfred ein kleines Hilfsmittel angefertigt. Das ist eine ganz einfache, simple Schablone, damit wir die Teile, wenn wir sie hier heften, schon mal in der Richtung quasi haben. Dann kriegen sie 2 Heftpunkte und sind aber dann für die Baustellen noch leicht beweglich. Erst später wird der Bogen dann final durchgelötet. Seine Arbeit am Gliederbogen ist damit vollendet. Seine Aufgabe noch nicht. 1 x 2 Meter groß sind die Zinkbleche, aus denen sie nun noch die Trauf- und Kehlbleche vorbereiten müssen. Manfred und Paolo schneiden das Blech dafür mit der Schlagschere in Streifen. Die Traufbleche bilden später den Übergang von den Dachziegeln in die Dachrinne. Die Kehlbleche bereiten sie für die Ecke vor, in der die Dachflächen aufeinandertreffen. Die nötigen Ecken und Kanten bekommen die Bleche dafür an der Abkantbank. Noch sind die Bleche ganz glänzend und blank. Am Dach werden sie bald eine Patina bekommen, eine natürliche Schutzschicht, die das Titanzink sehr korrosionsbeständig macht. Kehlbleche, Traufbleche, Dachrinnen, Wasserfangkasten und Gliederbogen machen sich dann auf die Reise. Die Arbeit von Manfred ist hier beendet. Ab jetzt übernimmt sein Sohn. Von der Werkstatt in Singhofen geht es auf die Baustelle nach Wiesbaden zur alten Villa. Ganz oben auf dem Dach ist Jan Hofmann schon an der Traufe zugange. Das ist das untere Ende des Dachs. Hier kümmert er sich um die Rinneisen, in die später die Dachrinne eingelegt wird. Dafür bereitet er zunächst das Rinneisen für den höchsten Punkt der Dachrinne vor und markiert, wo er es abbiegen muss. Mit der Rinneisenabbiegezange kann er die Rinneisen so abknicken, dass sie genau zur Schräge der Traufe passen. Dabei muss er eine weitere Neigung im Auge behalten, um die Hauswand später vor Regenwasser zu schützen. Mein Ziel ist, dass die Rinne vorne etwas tiefer ist wie hinten. Ich sag mal so in der Regel knapp 5 mm. Damit, wenn mal Wasser überläuft, damit es über die vordere Kante läuft. Ich nehme mir da immer so die halbe Blase
Das heißt, wenn die Blase genau über dem schwarzen Strich ist, dann weiß ich, dass ich vorne etwa 5 mm habe. Dann ist das okay. Das nächste Rinneisen biegt er so ab, dass es 3 cm tiefer hängt als das erste und montiert es ebenfalls an der Traufbohle am anderen Ende der Dachkante. Hier in der Ecke wird der tiefste Punkt der Dachrinne sein. Hoch- und Tiefpunkt verbindet Jan mit einer Schnur. Rund 6 Meter liegen zwischen den beiden Rinneisen. Normalerweise rechnet man rund 2 bis 3 Millimeter Gefälle pro Meter. Beim Altbau mit seinen oft schiefen Balken gerne etwas mehr. Hier sind es daher 3 Zentimeter Höhenunterschied. So findet das Regenwasser später auf jeden Fall den richtigen Weg. Nun kann Jan die restlichen Rinneisen einpassen. Immer an dem doppelten Leitfaden entlang. Nur wenn er jetzt sehr sorgfältig arbeitet, bekommt die Dachrinne ein gleichmäßiges Gefälle. Jan nimmt es da genau. Zwischendurch halt immer mal einen Blick nach rechts werfen und gucken, dass jetzt nicht 4 Eisen zurück zum Beispiel die Schnur dahinter hängt, weil man mal beim Eisen wegholen mit dem Ellenbogen hängen geblieben ist. Ne? Dann macht man so weiter und die Hälfte von den Eisen kannst du wieder abmontieren. Erst wenn alle Rinneisen montiert sind, kann er den Wasserfangkasten anpassen. Dafür muss er nämlich die exakte Höhe der Dachrinne kennen. Ich bin halt an die Rinne gebunden, weil wenn ich den Kasten jetzt zu tief mache und die Rinne hier oben in die Wulst läuft, dann ist das doof, weil das lässt sich ja nicht schön ausschneiden. Also ich gucke natürlich, dass die Rinne unterhalb von der Wulst ist, auch wenn es nicht viel ist, aber Hauptsache die Rinne läuft sauber durch. Das haben wir aber hier gut getroffen. Ja. Kaum ist der Lot gerecht montiert, Auch gut, oder? benötigt der mühevoll gebaute Wasserfangkasten nun ein Loch. Passgenau für die Dachrinne. Mit dem Lochbohrer arbeitet sich Jan vorsichtig vor. Ein Fehler sollte ihm jetzt besser nicht unterlaufen. Doch er lässt sich nicht ablenken, auch nicht von den Wetterkapriolen. So etwas ist er gewohnt. Wer am Dach arbeitet, hat selbst eben keins über dem Kopf. Und anders als in der Werkstatt können sich die Gegebenheiten auf der Baustelle schnell ändern. Jans Aufmerksamkeit gilt dem Loch im Wasserfangkasten. Ja, ich achte jetzt darauf, dass ich noch nicht ganz an meinen Bleistiftstrich dran schneide. Das habe ich jetzt auch gemacht und jetzt fange ich an zu feilen. Arbeite mich langsam vor, bis der Bleistiftstrich weg ist. Und dann lege ich einmal die Rinne rein und probiere halt, ob es passt. Und den Rest mache ich dann nur noch mit der Feile, weil das geht dann sonst schnell, dass irgendwo in der Ecke zu viel weggeschnitten ist. Millimeterarbeit. Sobald die Rinne am Wasserfangkasten sauber passt, können Sie auch die anderen Rinnen montieren. Also wir fangen mit der Rinne am Tiefpunkt an. Ganz einfach aus dem Grund, damit die folgenden Rinnenstücke so überlappen, dass das kommende Wasser nicht gegen die Naht läuft. Die Naht wird zwar verlötet, aber man probiert trotzdem zu verhindern, dass hinter der Lötnaht dann Wasser steht und die Lötnaht unnötig belastet. Und da ist es wieder, auch auf der Baustelle, das Löten. Die überlappenden Dachrinnenstücke werden durchgelötet. Erst dann ist die Rinne wasserdicht. Für die Montage der kompletten Dachrinne benötigt Jan normalerweise rund 20 Minuten pro Meter.
Meist montieren Dachdecker die Dachrinne. Doch sobald es komplizierter wird, muss der Spengler ran. Inzwischen ist auch der Gliederbogen komplett durchgelötet und er hat noch einen Winkel bekommen. Jetzt tasten sie sich zur richtigen Position vor. Gerade hier in der Sanierung, du hast nur Ecken, die du gar nicht hundertprozentig vorbereiten kannst. Ne? Hier ist nichts 90 Grad und manchmal laufen Bauteile ineinander. Das ist, ich sag mal, unberechenbar. Also du musst dann davor knien, musst dir das angucken, musst überlegen, okay, wie mache ich es jetzt, um das bestmögliche Ergebnis rauszubekommen und so, dass der Kunde auch später drauf guckt und sich denkt, boah, das ist eine Top-Spenglerei, ja. Nach ein bisschen hin und her haben sie den perfekten Winkel gefunden und können den Bogen am Wasserfangkasten befestigen. Diesmal ohne Löten, mit einem Draht. Wenn wir den jetzt löten würden und es wäre der Fall, dass das Rohr mal verstopft ist, können wir es halt schwer wieder demontieren. Oder nur mit viel Aufwand und in Anbetracht, dass wir hier auf 12 Meter Höhe sind, wäre das keine gute Option. An den Gliederbogen schließen sich Stück für Stück die Fallrohre an. Die Rohre führen nun lückenlos bis ganz nach unten zum Anschlusskanal. Damit ist die Dachentwässerung an die Kanalisation angeschlossen. Eine Lücke gibt es noch zwischen Traufbohle und Dachrinne, oben auf dem Dach. Die wird nun mit den Traufblechen verschlossen. Was? Genau. Dabei nutzen sie Pappnägel. Ein irreführender Name. Mit den kurzen Metallnägeln hat man früher Dachpappe befestigt. Also hier sehen wir, habe ich jetzt den Wasserfangkasten ausgespart. Aber hier kann ich ja bis runter aufs Gerüst gucken. Also dieses Loch hier gilt es regensicher abzudecken. Deswegen kommt das Traufblech wieder weg. Dann nehmen wir unseren Bleilappen. Mit dem kann ich jetzt die gesamte Ecke zumachen. Dann kommt das später drüber und dann ist unser Problem gelöst. Dann haben wir wieder unser bekanntes Schweifen. Gibt Blei sehr gut. Man muss dem Material nur ein bisschen Zeit geben. Aber es ist deutlich einfacher wie mit Zink oder Alu. Direkt über dem Wasserfangkasten, dort wo die Dachflächen aufeinandertreffen, passt Jan nun noch die Kehlbleche ein. Das Kehlblech befestigt er mit einer Art Zinkhaken, dem Haftstreifen. Wenn ich die Kehle jetzt mit Nägeln festmache, dann haben wir ein Loch in der Kehle, dann ist die Kehle nicht mehr dicht. Und mit den Haftstreifen bleibt die Kehle unbeschädigt. Und trotzdem an Ort und Stelle. Jetzt kann der Dachdecker den Rest machen. So. Das Werk der Spengler ist vollbracht. Vater und Sohn begutachten es gemeinsam. Wie ist er festgemacht? Ein Draht? Ja. Ja. Einmal umgewickelt, unten habe ich noch einen Lötpunkt drauf gemacht. Wenn du so was baust, was jetzt nicht unbedingt alltäglich ist, und da arbeiten so mehr Leute dran mit und es dauert ja auch immer mal eine Zeit lang, erst Werkstatt und dann hier und es ist dann fertig, dann ist schon cool, ja. Ich bin sowieso ein sehr visueller Mensch, also ich gucke mir immer die Arbeit, die ich gemacht habe, danach an. Ne? So bin ich einfach und wenn ich jetzt die Ecke hier sehe, wie sie fertig ist, durchaus auch mal 5 Minuten, weil es mir einfach Spaß macht. Ne? Das ist ja auch das, warum ich den Beruf mache. Aus flachen Blechen, Rinnen und Rohren haben sie eine Dachentwässerung gefertigt, die möglicherweise niemand sonst bemerkt, solange sie gut funktioniert. Genau das ist vielleicht die größte Kunst des Spenglers. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare.
Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.